Zurück in der Stanley Pearl. Es ist ganz witzig, dass bei den anderen Enden, die wir bisher so durchgespielt haben, da wurde ich ja automatisch zum Beginn des Spiels wieder zurückversetzt. Und bei diesem Ende, was wir in der letzten Episode durchgespielt haben, da endete das Spiel einfach. Ich wurde zurück ins Menü geschmissen und ich kann entweder das Spiel von vorne anfangen oder aber einen weiteren Speicherstand laden. Beziehungsweise die letzten Speicherstände laden. Und dementsprechend fangen wir jetzt hier an, wo wir auch gestern angefangen haben, weil mir bleibt nichts anderes übrig. Und das spricht dann doch dafür, dass das definitive Ende des Spiels ist, wenn man nicht wieder von vorne automatisch anfängt. Insofern, wir latschen jetzt hier natürlich recht schnell durch, weil wir haben ja schon alles gehört. Gucken, weiß ich noch den Stepping Code into hier. his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. So vielleicht? Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief. Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming New Age music. Was? Du Scheiße. Wie super ist das denn, ey? Das habe ich jetzt gar nicht erwartet. Ich wollte jetzt hier schnell durchrennen, aber nee. And rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. Yep. Jetzt haben wir's. Wie geil, ey. Super. Echt super. So, mal gucken, ob wir jetzt diesmal hier etwas Neues entdecken. Hier geht's ja runter, so. Schon wieder was Neues entdeckt, ey. Ich habe ja nicht damit gerechnet, dass wir jetzt schon wieder was Neues entdecken. Ist schon interesting, ey. Very interesting. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. So. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. So, hier hinten waren wir ja. Da sind wir ja schon komplett durchgegangen, ne? Sind hier allerdings eigentlich Although Türen this links und passageway rechts. had the word Escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Nee. Hier sind keine Türen links und rechts. Insofern brauchen wir gar nicht nochmal lang gehen, weil ich glaube, wir haben in die Richtung tatsächlich alles abgegrast, weil da gab es ja nicht so viele unterschiedliche Wege. But of course, Stanley thought better of it and realized he simply had too much to live for. Richtig. So, gehen wir mal hier durch. Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an X-Men hier. Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an X-Men. Aha, da stehen nur Zahlen drauf, soweit ich das richtig sehe. Wollen wir uns die alle mal merken? Hahaha. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Da kommen wir her. Da können wir hin. Können wir nochmal auf den Knopf drücken? Nee, kann man nicht. Schade. Gut, uns bleibt nichts anderes übrig, als hier mal lang zu latschen. Noch ein Knopf für die Kameras. Können wir erstmal irgendwas anderes noch machen? Ich möchte eigentlich die offensichtlichen Sachen erstmal zum Schluss machen, aber hier gibt es irgendwie nichts außer dieses Offensichtlichen. Also drücken wir mal hier den Button. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Alter Vater, ey. Das ist ja jetzt mal ganz schön creepy. Und da sind die Mitarbeiternummern, beziehungsweise, ja, das sind die Mitarbeiternummern, Employee.
Welche Nummer waren wir nochmal? Verdammte Axt, ich weiß unsere Nummer nicht mehr. Die 104 wurde gefeuert. Würde mich mal interessieren, ob wir eventuell sogar die Nummer 104 sind. Verdammte Axt, ey, dass ich mir so eine Sachen immer nicht merken kann. Ich hab schon Hamsterhirn, ey, muss man einfach mal sagen. Wieso stehen die einige Nummern so da oben, einzeln? Das hat doch irgendwas zu bedeuten, oder? Wie auch immer. Ganz schön freaky, ey. Könnte ich mir echt vorstellen, dass es in einigen Unternehmen so abgeht. No, wieder ein Knopf, den ich drücken muss. Man fühlt sich schon ein bisschen wie ein Affe hier, ne? Der einfach nur das macht, was ihm gesagt wird, beziehungsweise der das Einzige macht, was ihm offen steht. Aber gut, machen wir es einfach mal. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Übrigens, es kam ja der Kommentar kam unter einem der Videos, und zwar bleibe ich meistens so lange stehen, bis der Narrator ausgesprochen hat, weil es eben oft schon vorgekommen ist, dass wenn ich einen anderen Bereich betreten habe, dass dann unterbrochen wurde, was er gerade spricht. Und das möchte ich eben ungern. Ich möchte schon alles hören, was der Mann hier redet. Und man weiß eben nicht, wann es unterbrochen wird und wann nicht. Dementsprechend, wer das Spiel schon kennt, der wird sich darüber vielleicht ein bisschen aufregen. Ich mache das jetzt aber einfach so. No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Ui, was kommt denn But hier here jetzt was noch? the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Oh, okay. Waiting for contact. Control status offline. Sind das jetzt... Schade, hier kann ich nichts drücken. Was ist denn das hier? Den Knopf habe ich aber jetzt hier nicht gesehen. Mal gucken. Nö. Nichts passiert. Und hier? Nö. Bei den Knöpfen scheint tatsächlich nichts zu passieren. Ich drücke sie trotzdem mal. Es kann ja nicht schaden, wa? Lalala. Musik kann man damit machen. Quasi. Dort könnte ich hoch. 1. 2. Und Nummer 3. Wo ist die 4? Die 5 ist da hinten. Die 4 ist... Wo ist die 4? Hallo? Da oben. Da oben ist die 4. Mal gucken, vielleicht bringt das ja sogar was, wenn wir es hier in der Reihenfolge drücken. Vielleicht aber auch nicht. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Es ist ganz schön dunkel hier. Das tut mir leid. 4. Und gleich folgt dann die 5. Andersrum wäre schneller gewesen. Egal. Wir haben ja Zeit.
So, und die 5. Scheiße. Hat leider nichts gebracht. Gut, was soll's. Hier können wir runtergehen. Was denn hier? Sieht interessant aus, bringt aber anscheinend nichts. Das ist ja schade. Drücken wir hier nochmal ein paar Knöpfe, so. Aber irgendwie bringt das alles nichts. Soweit ich das hier alles richtig sehe. Hier ist auch nichts. Naja, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal hier rein. Mind Controls Idle Waiting Input. Okay, die befinden sich quasi gerade im Leerlauf. Mal gucken, was passiert, wenn wir hier irgendwas eingeben. System Power. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. So. Oh, Stanley, you didn't just activate the controls, did you? After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Control? Oh, Stanley, I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go, turn the controls off, and leave. If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent, Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system. In the event that this machine is activated without proper DNA identification, nuclear detonators are said to explode, eliminating the entire complex. How long until detonation then? Let's say 2 minutes. Ah, now this is making things a little more fun, isn't it, Stanley? It's your time to shine. You are the star. It's your story now. Shape it to your heart's desires. Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Mere moments until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. More time to talk about you, about me, where we're going, what all this means. I barely know where to start. What's that? You'd like to know where your co-workers are? A moment of solace before you're obliterated? All right, I'm in a good mood. You're gonna die anyway. I'll tell you exactly what happened to them. I erased them. I turned off the machine. I set you free. Of course, that was merely in this instance of the story. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying alone. Other times, I let the office sink into the ground, swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. I have to say this, though, this version of events has been rather amusing. Watching you try to make sense of everything and take back the control wrested away from you, it's quite rich. I almost hate to see it go. But I'm sure whatever I come up with on the next go-around will be even better. My goodness, only 34 seconds left. But I'm enjoying this so much. You know what? To hell with it. I'm going to put some extra time on the clock, why not? These are precious additional seconds, Stanley. Time doesn't grow on trees. Oh dear me, what's the matter, Stanley? Is it that you have no idea where you're going or what you're supposed to be doing right now? Or did you just assume when you saw that timer that something in this room was capable of turning it off? I mean, look at you. Running from button to button, screen to screen, clicking on every little thing in this room. These numbered buttons. No, these colored ones. Or maybe this big red button. Or this door. Everything, anything, something here will save me. Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? Won? Solved? Do you have any idea what your purpose in this place is? Stanley, you're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death.
You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. To see you made humble. This is not a challenge, it's a tragedy. You wanted to control this world, that's fine. But I'm going to destroy it first, so you can't. Take a look at the clock, Stanley. That's 30 seconds you have left to struggle. 30 seconds until a big boom and then nothing. No ending here, just you being blown to pieces. Will you cling desperately to your frail life, or will you let it go peacefully? Another choice. Make it count. Or don't. It's all the same to me, all a part of the joke. And believe me, I will be laughing at every second of your inevitable life from the moment we fade in until the moment I say, happily ever up. Tja. Möchte meinen, wir sind wieder einmal tot.